Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit der Closing oder mit dem Closing Ritual. Ritual, meine Fresse, ich kann halt kein Englisch, das ist halt das Schlimme, ne? Von DEFCON 2025. Ich sag jetzt schon mal, ich meine, wir haben es, ihr werdet es auch sehen, wann das Video erst rauskommt, ne, ob ich es überhaupt hochladen kann, was alles weggeschnitten wird, weil es wird hundertprozentig was weggeschnitten. Das ist safe. Einfach aus den Copyright-Gründen zu dem Bildmaterial. Noch nicht mal wegen der Musik, sondern einfach wegen dem Bildmaterial. Was ich auch krass finde, aber ist halt nun mal so, da muss man sich einfach mal fügen. Habe ich auch gar kein Problem mit. Denke, viele von euch kommen damit auch klar. Das ist halt beim DEFCON so, bei den DEFCON Reactions. Da habe ich immer Probleme, bei den ganzen anderen Festivals jetzt nicht. Aber gut, nehmen wir mit. Bin ich ganz ehrlich, nehmen wir mit. Freue mich aber extrem auf das Closing Ritual. Ja, kann nur sehr geil werden. Ich fand die Endshow schon sehr geil. Viele sagen, das Closing Ritual war noch geiler. Ja, wir gehen einfach rein. Let's go. The night beckons while you dream. Das ist so verrückt, ne? Eigentlich, wenn man so sieht, wie krass die Party noch bei anderen, oder ne, wie beleuchtet das bei anderen Stages noch so ist. Oder generell, das ist ja nicht nur Stages. Und dann siehst du einfach diese Haupttribüne, oder Haupttribüne? Auf einmal im Stadion. Hauptbühne, wo einfach gefühlt alles dunkel ist, außer diese Ritter hier. Also die Bühne ist schon schön, ey. As you stand upon the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you, while the devil is knocking right at your door. Aber mit den Leuchtstäben haben die das aber auch in dem Jahr gehabt, ne? Crazy, wie das aber auch, wie dieses Licht hier ausgeht und dann auch die Ritter ausgehen, ne? Zack, zack. Geil. Wie geil. Wie machen die das? Also ich bin halt wie sagt man das denn? Elektrisch doof. Ich habe von Elektro gar keine Ahnung so, ne? Aber so in meinem dummen Kopf ist es so, okay, gut, die müssen genau on beat drücken. Und dann wieder drücken, damit das halt Dinges wird. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie anders, ne? Ist ja, okay. Es wird anders sein, bin ich doof. Aber es sieht schon geil aus. Ich muss ehrlich sagen, sowas holt mich mehr ab als bei der Endshow, ne? Wo du halt nur hier vorne diesen kleinen Dingen, diesen kleinen Knubbel hast, wo du halt nichts gesehen hast, so gefühlt. So ist es halt viel, viel geiler über die ganze Bühne. Du kriegst halt alles mit. Du brauchst halt Masse. Bei so einer krassen Bühne brauchst du halt Masse. Oh, wie sich das aufbaut hier.
Holy shit, ey. Ist das crazy, ne? Nothing is what it Ich muss seems. halt ehrlich immer wieder sagen, Defcons Pyrotechnik ist ja sowieso on top, ne? Das ist ja so das, wo du ran bemessen wirst. So, an Defcon kommst du halt schon seit Jahren nicht dran. Auch egal, ob du den ganzen Nebel, die ganze Nacht beleuchtet da. Defcon kriegt's immer wieder hin, drüber zu sein, ne? Aber das sieht aber auch jedes Mal wieder geil aus. So, die kriegen es hin, dass die Bühne mega geil aussieht. Das Feuerwerk kommt hochgeschossen, aber es passt alles so geil zusammen. Was ist eigentlich? Jump. Holy shit. Oh nein, oh nein, ich krieg direkt Gänsehaut. Es hat noch nicht mal, also der Song hat kurz angefangen und. Aber Bro, dieses Feuerwerk, wie cool. Junge, die kriegen mich auch jedes Mal wieder. Jedes Mal bringen die irgendwas Geiles da rein. Hä? Hammergeil. Oh. Wow. Bro, ey, ich komm da gerade gar nicht drauf klar, ne? Wenn man überlegt, dass dieses fucking Mikrofon oder diese Mikrofone, die ja die Atmosphäre wahrscheinlich irgendwo hier steht, warte, die Atmosphäre aufnimmt, hier steht, weil die hier vorne kann ja nicht, da sind ja die ganzen Boxen oder nicht, keine Ahnung. Und die Menge ist so fucking laut. Ich meine, klar, da stehen ja auch ein Haufen Menschen, aber das ist so krass. Und dann immer wieder zu überlegen, dass alle diesen Scheiß singen und alle da fein miteinander sind und alle miteinander klarkommen. Ach, ich lieb sowas einfach, ne? Hammer, ey. Boah. Hohohoho.
Verrückt, ey. Aber ich muss halt wirklich sagen, oh, fast die Hälfte verpasst. Wartet. Bei diesem Anblick, so, muss ich ehrlich sagen, dass ich die Bühne, und ich erläutere gleich warum, aber dass ich diese Bühne weiter finde, was? Dass ich diese Bühne 2025 besser finde als 24. Aber das liegt auch daran, dass sie halt wirklich so ganz in die Breite mitgezogen wurde. 24 sah halt, Real Talk 24 sah auch mega geil aus, halt so richtig mächtig, weil du halt diese 5 Götter da hattest. Aber irgendwie hat mir so dieses Ganze gewählt. Ich finde, hier hast du so eine richtig komplette Bühne halt einfach. Und das sieht so verrückt aus. Also, was die da rausballern, auch wie die das Feuerwerk passend zu den Umrandungen und so rausballern, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr für mich irgendwie sieht die ein bisschen besser aus. Aber das ist auch nicht viel. So, man muss aber auch jedes Mal wieder dazu sagen, ey, eigentlich jede Bühne ist so fucking einzigartig. Gerade beim DEFCON. Dass sie wirklich einzigartig ist. Und gerade auch jedes einzelne kleine Detail. Alleine, wo diese fucking Drohne da durchfliegt. Und, wo waren wir jetzt? Ja. Und du auf einmal siehst, wie das hier wirklich aussieht, weil du siehst ja hier gefühlt so eine kleine Sonne gefühlt nur. Und dann fliegt das Ding da drüber und du siehst auf einmal viel mehr. Was du natürlich bei 2024 Bühne nochmal viel krasser hattest, fand ich. Crazy. Also das ist crazy. Stell dir einfach mal vor, du stehst da. Genau da, wo mein Bruder auch stand. Ja, Grüße da nochmal. Aber stell dir vor, du stehst da. Das Ding geht aus. Und hinter dir gehen die Dinger auf einmal hoch. Und du denkst dir, hä? Haben die es jetzt verkackt? Oh, aber wie cool. Holy shit. Ich will mir so einscheißen da, ne? Stellt euch mal vor, es wird wirklich ganz dunkel da. Du stehst irgendwo hier hinten, irgendwo ganz dunkel, gefühlt für dich ein bisschen alleine. Alter, ich will mir einscheißen. Ich kann ja keinen Horror abhaben. Hammer. Aber dieses Aufbauen mit der Musik haben die so raus mit die, also dieses Jahr bei dieser Bühne, dieses Aufbauen, dass sich dann diese Lichter aufbauen. Hammer. Listen up! There is a storm coming like nothing you have ever seen! And not a one of you is prepared for it!
aber auch dieses Jahr mega geil, ne? Dieser Übergang von Pyrotechnik in diese Laser. Oh. Wow. Bro, stell dir einfach mal vor, du machst einen fucking Track. Keine Ahnung, wann der jetzt rausgekommen ist. Aber dann wird der auf der DEFCON so zelebriert, dass der wird so geil gemacht. Von der Pyrotechnik gemacht. Alleine dieses A Storm is Coming heißt das ganze Ding. Und jedes Mal kommen da so diese gefühlten Blitze mit Donner hoch. Das, oh, Junge, ey. Das so cool gemacht, ey. Oh, alleine da hat das viel geileres Feeling. Deswegen, natürlich von oben sieht's auch immer geil aus, aber ich mag diese Kameras viel mehr, weil du da viel mehr dieses annähernd, oder was heißt annähernd? Da kriegst du ein bisschen mehr das Gefühl, als wärst du da. Natürlich wirst du nie das Gefühl haben, als wärst du, ne? Das ist ja klar, aber es sieht halt trotzdem so unfassbar geil aus. Oh. Hammer. Oh, ein bisschen was für die Emotions. Wahnsinnig. Krass, wie wunderschön, ey. Warriors. This is far more than a celebration of our legacy. For over 25 years,
You forged the world we call home. Dedicated to the core. United by the power of hard style. You are the true legends. And together we are Def Con. Boah. Schießt's mir in die Augen, ne? Halt's Maul, ey. Da schießt's mir in die Augen. Hammer. Und das war mir von vornherein klar, wo ich dieses fucking Piano schon gehört habe. Ich so, fuck. Das wird jetzt total emotional. Aber dass die fucking Stimme da kommt und nochmal dieses Ganze drumherum irgendwie kreiert, sag ich mal. Boah. Und dann das alles schreien nochmal. Dieses Gänsehaut. Ich komme halt nicht drauf klar auf die Bühne, ne? Alleine dieses Rot sah schon immer mega geil aus, weil das so dieses Dämonentor war, wie ich ja bei der Endshow gesagt habe. Aber grün? Immer wieder geil, die ganzen Tracks zu hören, ne? Boah. Aber ich finde es auch geil, muss ich ehrlich sagen, dass Defcon es jedes Mal wieder hinkriegt, dass du ein noch geileres Feeling für den Song kriegst. So, eigentlich ist es ja so, okay, du hörst den, zack, bist schon, boah, geil. Dann siehst du den auf dem Set, denkst dir, boah, geil, irgendwelche Erinnerungen stehen. Aber sobald die in irgendeinem Ritual, ne, in irgendeiner Endshow, in einem Closing Ritual oder was auch immer vorkommen, kriegen die nochmal so viel krass mehr Erinnerungs-Vibes, was halt mega geil ist, finde ich irgendwie. So, wenn man überlegt, das wird jetzt gespielt, das ist in 10 Jahren nochmal irgendwo in der Endshow spielen. So, da hast du schon mal wieder 2 krasse Erinnerungen. Oder ne, du hörst den Song und dann hast du 2 geile Erinnerungen, an die du dich erinnern kannst. Das ist so cool. Insane structures, overpowering creatures, technological elements, trashed surroundings, and absurd features. This is a world not seen before. A world only existing in books and tales. A world where the insane have the truth. A place of freaks and a kingdom of maniacs. This is the world we know best. The world of madness.
Meine Fresse, ich will gar nicht pausieren, aber ich muss halt. So, damit ich nicht zu viel rausschneiden oder das YouTube nicht zu viel rausschneidet. Alter, Junge, ich komme da drauf nicht klar, ne? Es macht so Bock, diese ganzen Dinger immer zu sehen und gerade auch, dass die halt diese älteren Songs halt mitnehmen, ne? So, dass die älteren Songs halt wieder nochmal belebt werden, oder was heißt belebt werden? Das werden für immer Anthems sein, die im Hardstyle ihren Standpunkt haben, so. Aber es ist halt jedes Mal wieder geil, die Dinger zu hören und zu sehen, wie alle dazu halt durchdrehen. This is the world we know best. The world of madness. Das ist auch so ein crazy Track, ne? Boah! Macht das Buch zu, also ich sag ganz ehrlich, dieses Jahr, wie die die Pyrotechnik gestaltet haben, ist crazy geil. Das ist mit das Geilste, glaube ich. Also, das Geilste, was sie an Pyrotechnik hochgejagt haben. Alleine diese Form, was die kreieren können und. Hilfe! Wow. Das hätten sie ein bisschen roter machen können. Wenn sie da einen Filter drauflegen, dann hätten sie das ein bisschen roter machen können. Das wäre geiler gewesen. Das ist krass. Ist das krass? Ich bin ganz ehrlich, den scheiß Filter hätten sie weglassen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Ich will doch genau das sehen, was alle da sehen. Boah. Es ist immer wieder verrückt zu hören, was es eigentlich für geile Songs gibt und wie Hardstyle sich entwickelt hat, ne? Was jeder Artist für Ideen hat oder hatte, um Hardstyle zu machen. Das ist so verrückt jedes Mal wieder, ob's ein Piano ist, ob der eine da mit 'nem Orchester anfängt, ob da 'n Chor dann kommt oder ob Oldschool Hardstyle, neue Kicks, dies und das und jenes. Das ist wahnsinnig. Hammer, ey.
Oha. This is, and always will be, a Q-Dance event. Q-Dance. Das darf sich auch nie ändern. Hilfe. Q-Dance. Wow. Was eine verrückte Scheiße. Alter, guck mal, wie hoch das geht. Was eine verrückte Scheiße, ey. Crazy. Ey, es ist verrückt, was die da jedes Mal wieder für eine Show fabrizieren, ne? Ob es diese krassen Laser sind, die wir jetzt hier zum Ende nochmal. Wo war das? Die wir zum Ende dann nochmal hatten, die hier, die halt mega geil aussahen, oder diese Laser, die am Anfang waren. Ja, natürlich. Irgendwo hier. Die Pyrotechnik, wo wir sowieso alle wissen, okay, wir sind beim DEFCON. Da muss ich aber wirklich sagen, ich finde, was ich noch von früher im Kopf habe, und ich weiß nicht, was das war, ist es jetzt, ich will nicht sagen weniger, ne, aber es ist nochmal um Weiten schöner gemacht. Diese Laser, meine ich. Ist aber um Weiten schöner irgendwie gemacht. Es ist noch geiler abgestimmt mit der Musik und alles. Das ist hammermäßig. Aber auch so, dass du so das Feeling geil aufrecht erhältst, dass du Gänsehaut hast, dass du fasziniert bist. Das ist verrückt. Also, Junge, das Closing Ritual hat mir wirklich sehr gefallen. Gerade mit diesen geilen, krassen Songs. Ne, Lose My Mind, alle am Mitsingen, geiler Banger, geile Stimmung. Dann kommt The Storm is Coming, wo da auf einmal diese Blitze hochgeschossen werden gefühlt. Mit diesem Donnersound, hammermäßig geil. Dieses fucking Orchester, emotionale. Direkt danach, finde ich so cool gemacht, eigentlich die Idee. Direkt danach, mit der Stimme, dass du auf einmal total emotional wirst. Into World of Madness, wo alle wieder durchdrehen können. Into Encore. Bro, das ist verrückt. Also wirklich, das ist so eine geile. Das war so ein geiles Closing. Wahnsinn. Also Real Talk, Wahnsinn, was die da abgerissen haben. Hier muss ich aber auch sagen, auch mein Shoutout an die Darsteller. Diesmal sah es wirklich geil aus. Auch weil du eine schöne, geile Brandweite hattest, ne? Du hast wirklich die ganze Bühne mitgenommen. Nicht nur vorne dieses Shit-Ding, sondern alles mitgenommen. Du konntest alles sehen. Es sah so geil aus. Es war auch egal, ob du jetzt von vorne stehst. Ich glaube, von der Seite ist es genauso cool. Da müssen die vielleicht mal ein bisschen mehr dran arbeiten, meiner Meinung nach, ne? Das ist halt bei der Endshow und auch bei anderen Shows halt so ein bisschen mehr auf der Fläche gemacht wird. Klar ist es auch ein bisschen geldtechnisch und dies und das. Aber, ne, das hat einen ja viel mehr abgeholt als bei der Endshow, wo die da so eine kleine Dingens hatten. Wenn du da nicht vorne stehst oder auch die Kamera, die wir in der Endshow hatten, hat einfach nicht gepasst. Hier, die Kamera konnte rumfliegen, du konntest die Kameras wechseln. Es hat so geil ausgesehen. Also wirklich ein sehr geiler Start, fand ich auch. Wenn man das hier sieht, das sieht so cool aus.
Aber auch, dass sie dann gesagt haben, ey, und jetzt lassen wir Musik, Pyrotechnik und Lichter sprechen. Finde ich mega geil. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn du so eine Riesenbühne hast und so viele Menschen da hast, Darsteller sind cool, gar keine Frage. In vielen Situationen, aber in genauso vielen Situationen sind sie halt auch ein bisschen über, muss man halt wirklich sagen. Aber hier ist es halt mega geil gemacht gewesen. Hammergeile Closing Show, ey. Also die werde ich mir wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 Mal angucken. Wahnsinnig. Allein ja diese unterschiedlichen Feuerwerke, ne? Ey, einmal diese dünnen, dann diese dicken Kaulquappen, die da hochfliegen, gefühlt. Ey, wie die hier links und rechts rausgeschossen sind und sowas. Wahnsinn. Also sehr, sehr geiles Closing. Ich glaube, jeder, der da war, denkt sich, wow, das ist wirklich eine Show gewesen, die sich auch Closing Ritual nennen durfte. Wahnsinn. Deswegen sehr geiles Teil. Ihr habt's gemerkt, ich habe nicht viel geredet und das heißt schon, dass ich mehr als fasziniert war. Ähm, Kann auch daran liegen, dass ich gerade erst aufgestanden bin, aber das lassen wir jetzt mal einfach nicht so durch. Ja, ich hoffe nicht, dass zu viel weggeschnitten wurde. Tut mir leid, wenn es so ist, aber ihr wisst, ne, ich habe es am Anfang gesagt und ich sage es ja auch immer wieder, einfach, damit das klar ist, dass ich da nicht meine Hände wirklich im Spiel habe. Natürlich habe ich die Hände da ein bisschen im Spiel dadurch, dass ich halt mehr rede. Desto mehr ich rede, desto weniger wird geschnitten. Natürlich regen sich da dann umso mehr andere von euch auf. Das ist mir aber relativ so, das sind meine Reactions so, entweder habt ihr Bock drauf oder nicht. Und wenn nicht, dann, ne, könnt ihr einfach oben irgendwo ist ein rotes X oder irgendwo ein X für den Tab. Könnt ihr einfach draufklicken und weg bin ich. So, genauso wie irgendwie irgendwelche Hate-Kommentare oder was auch immer, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Für Kritik bin ich natürlich immer offen. So, ne? Aber natürlich ist das ja auch irgendwo Kritik, aber es ist halt aber auch gleichzeitig so diese Sache, ey, ich mach's so, wie ich's mach. Jetzt auch schon seit paar Jahren, natürlich im Hardstyle-Bereich jetzt erst seit paar Monaten. Ja, so, ich werde mich ja auch entwickeln und ich denke, man merkt's auch, wie ich auf Sachen reacte, was ich sage und, wie ich's empfinde, dass ich mich da auch irgendwie weiterentwickle. Der eine wird's mögen, der andere nicht. So. Und da denke ich mir halt so, okay, wem es gefällt, der kann hier bleiben, wem es nicht gefällt. Ihr wisst, wie man weiter scrollt und. So, hier, ich habe keinen Bock auf Hate hier, bin ich ganz ehrlich. Ich mach den ganzen Scheiß. Ich mach den ganzen Shit hier nicht, um auch nicht Geld zu verdienen oder was weiß ich, um Hater anzuziehen oder dass sich Menschen hier hinsetzen können und mir irgendwas gegen den Kopf werfen können. Mach den ganzen Shit halt wirklich nur wegen Positiv-Vibes, weil ich Festivals genauso wie Musik liebe. Und ich denke, oder ich will auch, dass dieser Kanal und alles, was dazugehört, einfach genau das widerspiegelt. Positive Vibes, die Liebe zu der Musik, die Liebe zu Festivals, die Liebe zu, ja, ja, einfach diesen positiven Shit. So wie es auf dem Festival halt gefühlt abläuft. Sowas will ich hier und ja, wie gesagt, ne, da nochmal zum Ende hin, nicht wundern, wenn eure Nachrichten mal irgendwie gelöscht werden sollten oder ihr ganz blockiert werdet hier, weil ihr mit irgendwelcher, oder ne, weil irgendwelche hier mit Negativität ankommen. Hab ich keinen Bock drauf, viele von euch auch nicht. Und ich denke, das hat hier auch nichts zu suchen. Ja, aber jetzt genug Gelaber dazu. Wahnsinnsritual. Wir sagen Hashtag. Ich weiß, eigentlich gibt es heute keinen Hashtag, weil wir keine Stunde geschafft haben. Ist auch schon peinlich fast. Aber wir machen trotzdem Hashtag Fireflies. Ich glaube, das kommt ganz geil, gerade mit der Pyrotechnik. Hashtag Fireflies, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es reinschreiben würdet. Zeigt mir halt, dass ihr es durchgeguckt habt und freut mich da so umso mehr. Vielen Dank, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Reactions. Ich weiß nicht, was vom Defcon noch hochgeladen wird, was wir uns reinziehen werden. Ja.
wir lassen es einfach auf uns zukommen und dann werden wir uns da wiedersehen bei den ganzen Reactions oder bei anderen Reactions. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.